Endlich! Die ersten Lockerungen der Corona-Ausgangssperre. Und nach 2 Monaten daheim rumsitzen, brauchen mein Kumpel Schmaus und ich dringend wieder ein neues Abenteuer. Wir haben uns das Allgäu ausgesucht, da wir noch nicht über die Grenzen nach Österreich dürfen und ich die Gegend ohnehin schon lange mal intensiver entdecken wollte. Eine normale Bergtour war uns allerdings zu einfach. Es musste eine Route her, von der wir so noch keine Erfahrungsberichte im Internet finden konnten. Schmaus Bertel kam leider kurzfristig etwas dazwischen, sodass wir uns erst am späten Abend treffen werden. Somit starte ich zunächst alleine. Da es bereits Nachmittag ist, sind die normalen Tagesausflügler bereits auf dem Heimweg. Wir haben jetzt 48 Stunden Zeit, also bis Sonntagmittag, und haben uns vorgenommen, ein paar der markantesten Gipfel der Gegend zu besteigen. Den Hochvogel, den Schneck und den Höfatz. Ob das allerdings so klappen wird, wie wir uns das vorstellen, wird sich erst noch herausstellen. Mit dem Fahrrad geht es von Bad Hindelang das Hintersteiner Tal hinauf bis zur Bergündelalpe. Hier wird dann das erste Mal umgepackt von Bikepacking auf Backpacking, um den ersten Gipfel in Angriff zu nehmen, den Hochvogel. Gegen 17 Uhr erreiche ich das Prinz-Luitpold-Haus auf 1900 Metern. Von hier beginnt eine hochalpine Bergtour über die Kreuzspitze zum fast 2600 Meter hohen Hochvogel. Um diese Zeit macht sich normalerweise keiner mehr auf den Weg, um den Gipfel zu erklimmen. Ich hatte also alles für mich alleine, so wie ich es am meisten liebe. Aufgrund der Schneemassen, die hier noch bis tief in den Sommer anzutreffen sind, verlor ich schon bald den Weg und musste mir meinen eigenen Aufstieg an einem Grat entlang erarbeiten. Der Weg erfordert Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, ist jedoch zum Glück ohne Kletterausrüstung zu bewältigen. Den markanten Hochvogel sieht man hier in der Gegend quasi von jedem anderen Gipfel aus in die Höhe ragen. Dementsprechend ist die Aussicht von hier fantastisch und das Wetter war ebenfalls perfekt. In der Ferne konnte man bereits die beiden Ziele für den nächsten Tag erkennen, die Höfatz und den Schneck. Halt, stopp! Der Reihe nach. Erstmal zurück zum Hochvogel. Geplant war, hier oben den Sonnenuntergang zu bewundern und dann, so schnell es geht, zum Prinz-Luitpold-Haus abzusteigen, wo ich mich mit Schmaus Bertel treffen wollte. Für den Abstieg sind die großen Schneefelder eine Riesenerleichterung, da man sie einfach hinabrutschen kann.
Oh yes! Ah! Woo! Für den Rückweg brauche ich gerade mal 15 Minuten. An der Hütte treffe ich endlich meinen treuen Weggefährten Schmoss Bertel. Von nun an konnten wir uns zu zweit den kommenden Herausforderungen stellen. Wir benutzen den Winterraum zum Kochen, schlafen dann allerdings bivakierend unter sternenklarem Himmel. Den Morgen genießen wir an der Hütte und steigen dann ab zu unseren Fahrrädern. Von hier beginnt der Knackpunkt unserer Route. Die einzige Verbindung zwischen unseren 3 auserwählten Gipfeln ist der Himmelecksattel. Der fahrbare Weg endet allerdings 10 Kilometer und 1000 Höhenmeter vor dem Pass. Dementsprechend trifft man Mountainbiker hier eher selten an und schon gar keine, die Gepäck für mehrere Tage dabei haben. Der Aufstieg durch die Restschneefelder war ein enormer Kraftakt. Wir brauchen fast 4 Stunden, um endlich den Pass zu erreichen, sind dann aber überglücklich, es geschafft zu haben. Ohne Gepäck hinauf zum Schneck fühlen wir uns fast schwerelos. Bis 16:30 Uhr bleiben wir am Gipfel und genießen Aussicht und Einsamkeit. Jetzt hinunter ins Eutal, um dann wieder auf 2300 Meter zum Höfatz aufzusteigen, schien uns phasenweise etwas übermotiviert. Wir wollten einfach von Stück zu Stück weitersehen. Auf ca. 1600 Metern fanden wir einen geeigneten Schlafplatz und ließen unsere Räder und unser Übernachtungsequipment zurück, ehe wir gegen 19 Uhr tatsächlich noch den enorm steilen Gipfel in Angriff nahmen. Die 4 Stunden Tragen waren deutlich in den Beinen zu spüren und der Aufstieg war um einiges schwerer als auf den Schneck. Dennoch erreichen wir den Gipfel noch bei Tageslicht. Wir sind begeistert, das tatsächlich noch geschafft zu haben. Unser Nachtquartier schlagen wir routiniert im Dunkeln auf. Am nächsten Tag mussten wir nur noch ins Tal rollen und von Oberstdorf nach Bad Hindelang zurückradeln. Billig also. Wir genießen nochmal ausgiebig unseren herrlichen Zeltplatz und fahren dann los.
Hier, in den teils deutlich überlaufenden Bergen am Alpenrand, sind es genau solche Touren, die uns am meisten Spaß bereiten. Neue Wege finden, an schwer erreichbare Orte kommen und sich abseits der üblichen Pfade aufhalten, ohne andere Menschen zu treffen. Genau diese Touren geben uns das Gefühl von Freiheit und wir freuen uns bereits jetzt schon auf das nächste Abenteuer.